Hallo zusammen! Heute möchten wir Weihnachtskarten für die Kurzentschlossenen herstellen. Hierfür brauchen wir eine Kerze, Streichhölzer, einen Plätzchenausstecher, eine Wasserfarbenfarbe, eine frische Zahnbürste. Bitte wegen Corona wirklich eine frische Zahnbürste verwenden. Etwas Zeitung, etwas Papier zum Abtropfen, eine Blankokarte, eine Schüssel mit Wasser und dann kann es losgehen. Wir nehmen den Ausstecher und stellen ihn in die mit Wasser gefüllte Schale. Nun tropfen wir so lange Wachs in den Plätzchenausstecher, bis wir eine Wachsplatte in Form des Ausstechers haben. Bitte seid vorsichtig mit der Kerze und dem heißen Wachs und lasst euch von einem Erwachsenen helfen. Statt des Ausstechers sind natürlich auch Fantasiewachsfiguren möglich. Nach dem Erkalten des Wachses lässt sich die Wachsplatte einfach aus dem Wasser fischen und nach dem Abtropfen auf eine Blankokarte legen. Nun nehmen wir mit der frischen Zahnbürste etwas Wasserfarbe auf und spritzen diese über die Wachsfigur. Nach dem Entfernen des Wachses bleibt die Figur als Negativabdruck auf der Karte zurück. Nimmt man die Form direkt nach dem Bespritzen von der Karte und säubert sie kurz unter fließendem Wasser. So kann man daraus noch einen Christbaumanhänger gestalten. Alles, was ihr zusätzlich dafür benötigt, ist ein kurzes Stück Faden. Maskentechniken wie diese werden in der Forschung zum Beispiel zur Herstellung von Proben verwendet. Man redet hier auch von Schattenbedampfen. Diese Technik wird zum Beispiel dafür verwendet, ganz kleine Proben elektrisch zu kontaktieren. Zuerst stellt man eine Schablone in einem Polymer, also einem Kunststoff, her, da dieser leichter zu bearbeiten ist. Der eigentliche Probenträger befindet sich unter der Schablone, während von oben Metall aufgedampft wird, zum Beispiel Gold. So wie die Wasserfarbe überall dort nicht hinkommt, wo unser Wachs liegt, so kommen auch die Goldatome nicht an die Stelle, die mit der Maske abgedeckt sind. Nach dem Ablösen der Schablone bleibt der Golddraht zurück und die zu untersuchende Probe kann eingebaut werden. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit. Bleibt gesund!